Guten Abend, Tierfreunde. Heute Zähneputzen mit Paul. Paul. Mit Paul habe ich noch kein Zähneputzen geübt, weil der hat noch Ferkelzähne. Das heißt, die fallen sowieso jetzt demnächst aus. War dicker? Muss ja auf zu schmatzen. Mit Paul nehme ich eine normale Zahnbürste für Menschen. Ich habe mich extra für die entschieden, weil das halt kein hartes Plastikzeug ist. Ich will extra eine weiche haben, weil wenn ich mal ein bisschen doller aufdrücke, will ich nicht den Zahnfleisch zerstören. Und ich will ja auch ihm nicht wehtun. Hier und hier. Er kennt das noch nicht, er findet es blöd. Deswegen machen wir das jetzt mal ganz vorsichtig an den Hauerchen, die schon da sind. Die sind komischerweise schon da, die anderen kommen noch. Machen wir mal ganz vorsichtig. Prima. Das Gute ist, dass der Paul alles frisst und ich meine alles, wenn ich alles sage. Das heißt, wenn mal ein Bonbon runterfällt, Paul ist der Erste, der sich den holt. Deswegen findet er jetzt auch diese Zahnpasta, diese Zahnputztablette nicht so schlimm. Was? Fein nochmal putzen. Ja, wir machen mit Paul auch ganz langsam, damit er das jetzt nicht sagt, oh Gott, was für ein furchtbares Ding wir jetzt hier mit ihm wieder gestalten. Na, ruhig, Paul. Machen wir mal. Paul, nein, warte. Kriegst du noch eine Belohnung. Der muss ja immer wissen, wofür er es macht. Na, nimm. Warte. Kriegt er 2 Leckers. Nun hör mal auf zu klauen. Wir warten jetzt, bis er fertig ist mit dem Kauen und dann putzen wir weiter. Nochmal ein bisschen nachschieben mit der Zahnpasta. Na? Sonst kaust du auch nicht so lange, du Horst. Und hier vorne hat er nämlich so eine wunderschöne, womit er mal Gras abreißt, Zähne. Hier, seht ihr die? Die sind schon nicht mehr so schön, aber das kriegt man noch hin. Das ist ja einfach nur vom Gras ein bisschen verfärbt. Seht ihr die? Ja, aber das sieht so aus. Guck mal, da hängt sogar noch ein Grashelmchen dazwischen. Guck, der braucht Zahnseide, der Bursche. Paul wartet. Aufmachen, Paul? Prima. Guck mal hier unten. Hier, fein. Paul, warte. Warte. Gut. Und jetzt müssen wir nämlich da unten die schön wieder polieren, die Zähnchen. Oh, bist du ein guter? Bist du ein feiner, guter Junge? Warte, Paul. Machen wir nochmal die Lippe runter. Nee. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, ein paar Wochen, bis er das verinnerlicht hat, dass es nicht so schlimm ist, wie er denkt. Was? Schöne putzen. Nein, bleib, Paul. Paul, bleib. Hier, fein. Nochmal putzen. Prima. Man muss es ihm einfach positiv beibringen. Toll. Die normalen Bauern würden jetzt wahrscheinlich sagen, die Alte hat ein Ding an der Klatsche, dass sie jetzt dem Schwein auch noch die Zähne putzt. Aber der Paul soll ja nicht nur 6 Monate alt werden oder 3, 4, 5 Jahre. Ich will ja, dass Paul ein langes Leben bei mir hat. Und wenn er schlechte Zähne hat, muss er in Narkose gelegt werden. Und Schweine sind immer in der Narkose nicht so günstig wie andere Tiere. Deshalb kümmere ich mich so doll drum, dass wir möglichst wenig Narkosen brauchen. Eigentlich gar keine. Ne? Deshalb geben wir uns hier auch so dicke Mühe, dass das hier alles funktioniert mit der Gesundheit, wa? Weil wenn die Zähne gesund sind, funktioniert der Rest auch. Zumindest die Atemwege. Paul, nein. Zähne putzen. Zähne putzen. Super. Oh, bist du ein Toller. Nochmal auf und innen putzen. Oh, Komm, einmal noch ruhig und dann machen wir Schluss. Paul. Warte. Paul, halt. Halt. Super, hast du gut gemacht. Fein. Super, ich putze noch ein bisschen weiter. Bei mir selber, aber mit einer anderen Zahnbürste. Macht euch noch einen schönen Abend und seid gespannt, wer morgen dran ist. Seid gespannt. Gespannt und gut.